Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Trip Report. Wir sind in Paris, Charles de Gaulle. Wir beginnen diesen Vlog schon etwas dramatisch. Wir kommen nämlich aus Hannover und auf der kurzen Strecke Hannover-Paris ist tatsächlich unser Gepäck abhanden gekommen. Keiner weiß, wo es ist und wir müssen jetzt gleich weiter, denn wir fliegen mit El Al heute. Da freue ich mich ja ziemlich drauf. Noch nie diese Airline geflogen in der 777-200 ER. Erstmal nach Tel Aviv und dann später weiter. Das wird ein nächster Vlog oder nächster Trip Report werden. Aber jetzt wissen wir erstmal nicht, was wir machen mit dem Gepäck. Jetzt reisen wir erstmal ohne Gepäck und müssen wahrscheinlich in Hongkong uns neu eindecken mit Klamotten, denn keiner weiß, wo unser Gepäck ist. An dieser Stelle sind wir wieder sehr, sehr glücklich, dass wir beide, also eigentlich habe ich sie ja, die American Express Platinum Kreditkarte haben, Dominik hat die Partnerkarte und dort sind wir versichert über die AXA. Sollte unser Gepäck einmal verspätet sein, bekommen wir 400 € erstmal als Entschädigung, müssen wir aber einkaufen gehen, die Quittungen aufheben und 2 Tage sind es dann 800 €. Das heißt, wir können uns in Hongkong erstmal neu eindecken, aber da habe ich gar nicht so Lust drauf, denn es ist auch wieder Zeit, die drauf geht. Nun, trotzdem sind wir dadurch versichert. Und wir machen das Beste draus. Wir nehmen euch einfach mal mit auf der ganzen Nummer hier. Ja, dann haben wir wenigstens was davon. Ihr den Vlog und wir neue Klamotten auf Kosten von, schauen wir mal von wem. Ja, eigentlich erstmal von American Express, aber American Oder Express holt sich das wieder bei Air France mit Sicherheit. Ich würde fast mir das von Air France holen. Nur, wie kann man den Koffer verlieren? Ja, auf der kurzen Strecke, ist unglaublich. Er steht bestimmt in Hannover. Ja. Stunden vorher müssen wir da sein, so steht es zumindest bei Wikipedia am Flughafen bei El Al. Wir werden gleich getrennt befragt, das heißt, da nehmen wir die Kamera natürlich dann auch nicht mit, sieht ein bisschen komisch aus. Ja, sind wir gespannt, was jetzt auf uns zukommt hier. Ganz genau, das Dominik hat es jetzt angesprochen. Bei El Al sind besondere Vorsichtsmaßnahmen, das heißt Befragung vor dem Check-in oder während des Check-ins. Das Gepäckstück, der Koffer, den wir jetzt ja nicht haben, der wird nochmal gesondert geprüft in einer Druckkammer, ob denn dort eine Bombe versteckt ist. Ja, und natürlich wird das Handgepäck auch kontrolliert. Also es ist alles etwas anders bei El Al. It's El Al and the destination is Hong Kong. Ja, vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, gerade ruft mich Air France an. Das Gepäck können wir jetzt abholen in 1G. Zu 1G brauchen wir etwa von hier mit dem Bus und allem eine gute halbe Stunde, zurück auch wieder. Das heißt, eine Stunde wird uns verloren gehen und dann sind wir zu spät am Check-in. Jetzt machen sie eins, sie schicken es mit der Maschine von Air France, die heute Nacht um 11:30 geht nach Hongkong. Und wenn die Berechnungen richtig sind, kommt der Koffer zur gleichen Zeit im Hotel an wie wir. Schauen wir mal, brauchen wir nicht tragen. Also hoffentlich Problem gelöst. Dominik ist glücklich. So Leute, wer glaubt, es ist mit Quattro S oder sonstigen Befragungen schlimm, der sollte mal mit El Al fliegen, egal wohin, und sich das mal, einfach nur mal reinziehen. Und so sicherheitshalber, der gute Tipp, der immer so kommt, hey, wenn das Gepäck weg ist, dann müsst ihr im Handgepäck alles zur Not haben. Das bitte macht, befolgt ihr diesen Tipp. Ja, auch bei El Al. Und dann versucht mal so wie wir so ein bisschen auf YouTube, ja. Das heißt, wir haben so 6 Kameras mit, ich habe alle Kabel, alle Ladedinger, Ladegeräte, alle Festplatten. Das ist alles in diesem Handgepäck drin. Wir waren jetzt, ohne zu lügen, 1,5 Stunden haben die jedes Teil raus. Und das Einzige, was nicht kontrolliert werden konnte, war der Instant-Kaffee, so wie es im Hotel gibt, in so kleinen Dingern drinne. Und der wird jetzt separat getestet und mir im Flugzeug übergeben. Und jetzt geht es erstmal durch die Security und das ist Pillepalle. Als El Al Business Class Kunde darf man jetzt in die King David Lounge gehen. Wir werden uns aber jetzt mit der Priority Pass Lounge von Air Canada zufrieden geben. Die soll ein bisschen besser sein, nämlich die Maple Leaf Lounge. Die ist auch in der Nähe. Da kommen wir, wie gesagt, mit unserer Priority Pass Karte rein, die es ja kostenlos zur American Express Platinum Kreditkarte dazu gibt. Aber viel Zeit haben wir nicht mehr, denn wie gesagt, jetzt weiß ich auch, warum man 3 Stunden hier früher sein muss. Wir haben nämlich nur noch 1 Stunde, also haben wir 2 Stunden gebraucht für das Check-in. Oh.
Aber erfreulich war es, dass es eine Fastline bei der Security gab. Es waren also relativ wenige Minuten, die wir gebraucht haben. Jetzt heißt es ab zum Gate. Wir haben jetzt vielleicht noch 20 Minuten bis zum Boarding. Da können wir noch schnell was essen, denn es ist jetzt nach Mittag und wir haben noch nichts wirklich gegessen heute. Okay, diese Davis Lounge ist die El Al Lounge und die werden wir jetzt nochmal besuchen, weil wenn sie direkt von El Al ist, dann macht es ja auch Sinn, euch die zu zeigen. Also die El Al Lounge ist relativ klein, hat aber warmes Essen zur Auswahl, hat aber auch Weine zur Auswahl. Und ja, wenn man nicht jetzt so im Stress gewesen wäre, hätten wir es noch ein bisschen genießen können, aber sie ist klein und interessant, aber sie hat jetzt auch nicht mega viel Auswahl. Diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen sind auch ein Grund, warum El Al nicht so wirklich profitabel ist. Es kostet eine Unmengen an Geld, dieses alles durchführen zu müssen. Sie brauchen mehr Personal, mehr Technik, also was sie da alles haben, auch diese Druckkammer, um herauszufinden, ob da eine Bombe verbaut ist oder, das erzähle ich euch nachher noch, die Flugzeuge haben nämlich eine besondere Ausstattung. So, wir sind angekommen in der 777-200 ER hier von El Al. Die Business Class hat 36 Sitze in 2 Kabinen und es gibt sogar eine First Class, aber nur 6 Sitze in einer 222-Konfiguration, ähnlich wie die Business Class. Aber die Business Class hat eine 232-Bestuhlung. Zuerst haben wir uns leider wegen dem ausgebuchten Flug in die Mitte setzen müssen. Wir hatten zuerst Plätze, letzte Reihe in der Mitte. Das dachte ich mir, oh nein, oh Gott, das ist eigentlich die Höchststrafe. Aber zum Glück, ein paar Tage vorher habe ich nochmal geguckt, waren diese beiden Sitze hier am Exit, in der Exit Door, also Notausgang, frei. Konnte ich mich also nochmal schnell umsetzen. Ich glaube sogar, das sind die besten Plätze hier in der Business Class der 777. Und es ist die alte Business Class übrigens. El Al hatten schon eine neuere, nämlich die in der 787-9, eine 121-Konfiguration. Die ist up to date. Aber diese hier ist alt. Trotzdem für einen kurzen Flug, wir fliegen nämlich nur 4 Stunden nach Tel Aviv, völlig okay. Puh, Leute, ich kann euch sagen, das war echt eine Tortur, jetzt hier in dieses Flugzeug zu kommen. Okay, ich kann verstehen, dass man hier ein bisschen mehr Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat, aber so dermaßen habe ich jetzt echt nicht erwartet. Also ein Tipp an euch, habt nicht so viel Kleinigkeiten oder Amenity-Kits wie wir in eurem Handgepäck, denn alles muss separat kontrolliert werden. Das hat uns 2 Stunden gekostet. Naja, ich kann es verstehen, wie gesagt. Jetzt sind wir hier drin und ich bin angenehm überrascht über die Business Class und auch die Crew. Es hat eine sehr angenehme, freundliche Begrüßung gegeben. Ich habe an meinem Platz bereits eine Flasche Wasser. Ich habe ein weiches, weißes Kissen hinter mir. Ich habe eine Packung mit einer Decke, die ich wahrscheinlich nicht brauche. Es ist warm hier drin und wir fliegen ja auch nur 4 Stunden bis nach Tel Aviv und dann geht es ja weiter. Vor mir sind die Kopfhörer. Hole ich jetzt nicht raus, ich nutze meine Bose wie immer. Ja, das war es erstmal. Mal gucken, wie es weitergeht hier mit El Al in der 777-200 ER 4 Stunden nach Tel Aviv. Ich habe es hier angekündigt, euch nochmal zu erzählen, was es noch an besonderen Sicherheitsvorkehrungen bei El Al gibt. Und zwar jedes Flugzeug dieser Fluggesellschaft ist mit einer doppelten Cockpit-Tür versehen, damit da keiner einbrechen kann ich verstehen. Und der Boden hier zum Frachtraum ist extra dick gestaltet, wegen Bombengefahr. Kann ich auch verstehen.
Aber das Härteste und das Krasseste ist, jedes Flugzeug verfügt über ein Raketenabwehrsystem, also Infrarot-Raketenabwehrsystem. Mega, finde ich. Das muss man erstmal unterbringen. Und das ist wieder so ein Punkt, was den Flugbetrieb dieser Airline so extrem teuer macht. Und dann ist es schon sehr schwer, überhaupt rentabel zu werden. Gut. Zum Glück ist schon seit langer, langer Zeit oder vielen, vielen Jahren jetzt kein Terroranschlag mehr geschehen hier bei El Al und hoffe, dass auch keiner mehr kommen wird. Heute haben wir mal nicht auf Meilen geachtet, denn Meilen bei El Al-Flügen sammeln ist sehr, sehr schwierig. Man kann maximal bei dem eigenen Programm sammeln und auf Codeshare-Flügen vielleicht mal mit Aerolíneas Argentinas, warum auch immer, von Madrid nach Tel Aviv und mit Qantas teilweise, aber ich habe noch keine andere Möglichkeit gefunden, hier meine Flugmeilen, meine Statusmeilen, was auch immer, gut schreiben lassen zu können. Egal. Wir haben auf jeden Fall nicht so viel bezahlt für diesen Flug. 1.300 € haben wir bezahlt für ein Return-Ticket von Paris über Tel Aviv nach Hongkong und wieder zurück, quasi als Return. Ist für das Produkt, weil wir nachher auch noch eine 787-9 fliegen werden, also das up-to-date neueste Produkt von El Al, finde ich ganz gut, der Preis, 1.300 €. Nachteil an diesem Sitz hier am Notausgang ist, auch in der Business Class gibt es ja oft in der Economy, dass man keinen Monitor im Vordersitz vor sich hat. Also man muss das Ding hier ausfahren, das ist der Monitor. Das ist ein bisschen oldschool, aber jetzt kommt der Champagne. Thank you very much. Okay, also ein Welcome Drink in Form eines Sparkling Wine, also eines Sektes, gibt es nur auf Nachfrage. Ansonsten gibt es Orangensaft und Wasser. Thank you very much. Thank you. Ja, ich möchte also nicht geblurrt werden. Ja, also ich habe euch ja gerade den Monitor gezeigt. Der ist hier links, aber nur bei den Sitzplätzen, die am Notausgang sind. Ansonsten hat man den Monitor direkt im Vordersitz eingebaut. Hier rechts habe ich einen Tisch, der endet hier an der Mittellinie und kann also damit auch nicht durchgedrückt werden. Perfekt. Ich kann ihn bewegen und ich kann ihn auch zur Seite schieben, um den Sitzplatz zu verlassen. Ja. Aber Verstaumöglichkeiten gibt es nicht ganz so viele. Die einzigen, den ich habe, ist hier links an der linken Lehne oder halt die Overhead Bins. Mehr gibt es nicht. Controller, also den Controller für den Monitor, den ich hier eigentlich berühren kann und damit steuern kann, direkt vor mir, habe ich aber wie gesagt hier. Damit kann ich ihn steuern, kann das Licht an- und ausmachen oder die Flight Attendant rufen, wie immer unten Tastatur für ein In-Flight-Telefon, was auch kein Mensch mehr nutzt heutzutage, wenn es überhaupt noch funktioniert. Steckdose habe ich hier in der Mitte, für jeden, der arbeiten möchte, aber das tun wir jetzt nicht in 4 Stunden. Und die Kopfhörer. Cool, das Amenity-Kit passt ein bisschen zu meiner Jacke, nur nicht in der Farbe, aber in dem Muster. Guck mal, was da so drin ist. Was ist drin? Natürlich nicht ganz so viel, aber hallo, für 4 Stunden Flug habe ich hier Socken, eine Schlafmaske und Zahnbürste und Ohrstöpsel. Ja, mehr brauche ich auch nicht, aber eigentlich brauche ich gar nichts davon jetzt auf diesen kurzen Flug. Und ich lasse es verpackt, damit wir es verschenken können. Bye, bye. Bye. Au revoir. On time. On time, yeah. Kann losgehen. Türen sind zu. Wir gehen auch schon zurück. Pushback hat begonnen und wir kriegen wohl noch ein Getränk, weiß auch nicht warum. Aber ich bin zufrieden. Also es ist mega gut hier bei El Al auf der kurzen Strecke. Die Crew ist unglaublich freundlich und aufmerksam. Ganz ehrlich, wer hat mir denn diesen Floh ins Ohr gesetzt, dass man aufpassen muss, dass wegen Kameras und auch nicht immer ganz so freundlich ist? Stimmt gar nicht. Ja, okay, cool. Thank you. Thank you very much.
Okay, das ist ein Tuch, was ich einiger Zeit schon mal angemerkt habe, sehr billiger Qualität. Was ich aber nicht schlimm genug finde, es ist warm, es ist feucht und damit kann man durchs Gesicht gehen, was man eigentlich nicht unbedingt macht. Es ist eigentlich dafür da, die Hände sauber zu machen. Das ist der Sinn dieses Tuches. Ja, ich bin immer mehr überrascht, wie toll die israelische Airline El Al ist, wie die Mitarbeiter so drauf sind, mega freundlich. Hier ist jetzt auch die Menükarte. Währenddessen haben wir noch mal ein nettes Gespräch mit dem Purser gehabt. Da hatten wir gedacht, es ist der Captain, weil er hat diese 4 Striche auf der Schulter. Wir hatten mal, ich will mal jetzt aus einem Nähkästchen plaudern, kann Dominik auch gleich noch mal erzählen, ein besonderes Erlebnis mit der Lufthansa in der Business Class. Aber vielleicht erzählt das Dominik euch. Das kam ja in dem Video mit der A350 nicht vor, weil man muss sowas ja nicht zeigen. Es kann jeder mal einen schlechten Tag haben. Ja? Es ist wie folgt passiert. Wir sind in Seoul zugestiegen und ich habe euch die Story gemacht. Das heißt, ich habe das Handy hochgehalten, damit ihr schön seht, wie Stefan da in die Lufthansa A350 Business Class einsteigt. Dann haben wir uns hingesetzt, dann kommt jemand her. Ich will nicht jemand sagen, das ist vielleicht ein bisschen abwertend. Und er sagte, was machen Sie da? Wenn Sie nicht sofort die Kamera ausschalten, steigen Sie noch hier aus. Genau in diesem Wortlaut übrigens. Ja. Das ist kein Scherz. Wir fragten, Entschuldigung, wer sind Sie denn? Oh Gott, Und das war eine ganz doofe Frage von mir. Er sagte, sehen Sie das nicht? 4 Streifen, ich bin der Captain. Und ich meine es ernst. Sie steigen hier in Seoul noch aus, wenn Sie noch einmal hier filmen. Ich habe zu ihm gesagt, ich habe ein Handy, wir sind in Asien, hier filmt jeder. Ganz, ganz dumme Idee. Naja, kurz gesagt, das war unser tollstes Erlebnis. Die Purserette hat es dann geklärt übrigens in der Lufthansa Business Class. Ja, es hat sich alles zum Guten, wie ihr gesehen habt, gedreht. Deswegen wollten wir das in dem Video auch keinen negativen Touch geben, weil jeder kann mal einen schlechten Tag haben, auch der Captain. Trotzdem, werde ich nie vergessen. Nee, das ist schon ein einschneidendes Erlebnis, weil sowas vergisst man wirklich nicht. Also ich hoffe, dass sowas nicht nochmal passieren wird, denn das macht man einfach nicht, ganz ehrlich. Gut, jetzt gucken wir uns mal die Menükarte an. Es ist vergessen, vergeben und vergessen. Wir fliegen trotzdem noch mit der Lufthansa, keine Sorge. Und jetzt aber halt hier weiter mit El Al. Eins habe ich mich ja schon immer gefragt und ihr wahrscheinlich auch oder spätestens nachdem ihr dieses Video gesehen habt, was bedeutet El Al? Sehr schwierig, aber nach oben zur Gottin heißt es in der hebräischen oder in der Bibel steht es zumindest so. Nach oben zur Gottin. Bevor der Service jetzt startet, zeige ich euch schnell mal, wie der Sitz funktioniert und ob es dann ein flaches Bett ist. Dominik ist schon soweit, er ist glaube ich in der Lounge-Position, aber... Ja, oder mal relax. Es gibt nämlich 3 Schnellzugriffe hier auf diesem Panel. Ich drücke die Bettfunktion. Ich muss den Knopf gedrückt halten. Nein. Muss man nicht. Muss ich gar nicht. Fährt ganz von alleine, deswegen habe ich ja gestoppt. Ach cool. Und jetzt habe ich mein eigentlich flaches Bett. Also es ist so ein bisschen so ein bisschen so. Weil, wisst ihr, was ich meine? Also es ist bequem. Abgesehen davon, also ich würde hier ganz gut schlafen können. Die Länge ist ausreichend und ich kann aber auch hier alles nochmal manuell einstellen. Ja. Kann ich nach oben fahren? Oh, schau, wie beim Krankenhaus. Also, der ist schlimm heute. So, jetzt habe ich hier meine Ruhe. Ja, das ist der Sitz hier bei El Al. Jetzt gehen wir nochmal zurück in die Relax-Position. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele Toiletten es hier gibt. Sie ist üblicherweise nicht ganz so groß, aber auch nicht ganz so klein. Amenities gibt es. Air Refresher, ein kleines Eau de Toilette, würde ich sagen, für Mann und Frau. Woman and Man. Und Handcreme. Seife natürlich, Tücher. Aber keine Becher. Gut, brauche ich jetzt auch nicht. Muss mir auch keine Zähne putzen. Auf 4 Stunden Flügen also tagsüber, da ist es ja nicht so unbedingt nötig. Gut. Das war jetzt komisch.
Ich muss den Knopf gedrückt halten, damit da Wasser rauskommt. Also das ist nicht ganz so praktisch gelöst. Im Übrigen, das war jetzt die obligatorische Toilettenszene, die Einhand-Toilettenszene, wie sie mal jemand in den Kommentaren geschrieben hat. Eine tolle Sache. Cool, thank you. Tatsächlich. Also ich habe das vorhin beobachtet, da ja der Monitor nicht mehr ganz so up-to-date ist, der ist recht schwer erkennbar. Also die Qualität, was man dann sehen kann. Ich habe auch nicht sehen können, was es an Auswahl gibt. Kann man sich hier ein iPad geben lassen. Ja, und dann habe ich hier die verschiedenen Filme zur Auswahl. Das erinnert mich so ein bisschen an Philippine Airlines. Damals ist aber schon 2 Jahre her, da sind wir mit der A330 und der A340 geflogen. Da gab es auch kein Entertainment-System, da hat man iPads verteilt. Ist hier ähnlich, aber da liegt es eher daran, dass halt nicht mehr die Monitore nicht mehr ganz up-to-date sind. Aber ich kann hier auswählen zwischen ganz vielen verschiedenen Kategorien, aber auch New Movies. Ja, also es gibt auch welche auf Deutsch. Und ich muss, bevor ich starte, den Kopfhörer anschließen, halt per Kabel. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich weiß gar nicht, ob man auch per Bluetooth das machen kann. Also ist ja halt ein iPad. Eine tolle Idee. Zum Aufstellen ist ebenfalls dabei, also brauche ich es bloß hinstellen. Könnte quasi, stelle jetzt hier auf dem Monitor mein iPad auf. Hier sind die Kopfhörer übrigens. Es geht übrigens weiter hier. Man wird hier, also zumindest ist es bei uns so, von vielen einfach angesprochen hier. Man muss auch sagen, dass bei El Al die Sicherheit sehr, sehr hoch geschrieben ist. Und es gibt mindestens einen Sicherheitsmann hier, der eigentlich verdeckt ist. Wie nennt man die nochmal? Sicherheitsmann ist das richtige Wort. Air Marshal. Air Marshal, genau. Oh, looks good. Und er läuft hier immer regelmäßig durch die Kabine, aber er darf nicht zugeben, dass er das auch wirklich ist. Aber wir sind ziemlich sicher, dass es ist, denn er hat uns auch schon beim Check-in angesprochen und das ist auch hier drin. Das ist irgendwie verdächtig, aber finde ich okay. Völlig in Ordnung. Der open it. Okay, das geht. Das ist sehr interessant. Aber ein Hühnchen ist in einer Folie eingepackt. Und Dominik hat das Fleisch, also das, glaube ich, gekochte Fleisch. Ja, von mir aus so, das one. Thank you. Dazu gibt es eine kalte Vorspeise und Pilze und Salat. Ein kalter Salat mit Oliven, Tomaten und Gurke. Ja, was ist das? Es ist in einer Tüte eingepackt, mein Essen. Hühnchen in Soße und Kartoffeln und Reis. Also, es riecht aber total lecker. Wow, und das für einen 4-Stunden-Flug. Ich bin wahnsinnig beeindruckt gerade. Ja. Also meins schmeckt mega lecker. You bring it from Tel Aviv to Paris and Paris to this flight? Okay. To Paris this morning. Was it downstairs or here? It's here. Ja, okay. Interesting. This morning. Ah, cool. Jetzt habe ich sogar noch einen El Al Zauberstab. Zauberstab, genau. Ich rühre mit dem Löffel rum. Angekommen in Tel Aviv. Jetzt müssen noch die Türen geöffnet werden. Ja, tolle Crew. Neue Türen öffnen und dann sind wir schon angekommen. Aber da geht es gleich weiter. Bye, thank you so much. Das war richtig cool jetzt hier mit El Al. Dominik steckt, glaube ich, noch die Amenity-Kits ein, die da übrig waren. Aber habe ich nicht erwartet für einen 4-Stunden-Flug. Einen so tollen Service, toller Sitz und ja, ich kann nichts Negatives sagen, bis auf das Check-in-Verfahren. Aber ich glaube, das ist auch nötig.
bei einer Airline, die mit der großen Terrorgefahr zu tun hat. Zum Glück war schon lange nichts mehr. Ich habe auch 2 Mannequins geklaut. Sag ich doch. Da habe ich gefunden. Da haben gesagt, ich darf sie mitnehmen. Ja. Und jetzt heißt es ab in die Lounge und bis zum nächsten Flieger 787-9 wird er nämlich sein und das ist die richtig coole Business Class von Airlines. Da freue ich mich schon drauf. Das werdet ihr im nächsten Flight Report sehen. Wahrscheinlich wird er schon online sein. Einfach mal auf das i drücken, wenn das nicht schon einmal da war, das i. Und dann sehen wir uns beim nächsten Trip Report. Macht's bye bye. gut, ciao.